Räume, hohe Decken, viele Fenster und die Lage einfach super. Zentral und ruhig. Blick ins Grüne. Altbauwohnung. Das war ein echter Glücksgriff. Ich bin so gerne in der Wohnung. Ich bin auch gerne in der Küche. Steinboden, ein Terrazzo. Sehr alt, mit eingelegten Blumenmustern. So liebevoll gemacht. So schön. Ich sitze auch gerne am Küchentisch. Es riecht da so gut nach dem Basilikum auf der Fensterbank und ich habe dann da so ein erdverbundenes Gefühl dazu. Das rührt mich richtig an. Ich bin so gerne in der Küche. Aber ich bin auch gerne im Wohnzimmer. Hohe, helle Kalksteinwände. Ach. Fast nicht behandelt. Ganz pur. Sehr klar. Sehr... Mein Gott. Die Tapeten. Bis die mal endlich. Die hat mich so verflucht. Und besonders dieses Tapetendampfer, dieses Scheißgerät, Scheißdrecks, der Oberscheiß! Doch. Sieht wirklich gut aus. Da steht ein echter englischer Kamin. Mit echtem Feuer. Und davor so eine schlonzig tolle Sofaecke. Das Sofa ist sogar mit Katze. Gut. Der Esstisch. Das muss ich sagen, der gilt noch nicht so ganz. Das ist so ein furniertes Uralt-Provisorium. Sehr umzugstauglich. Aber der kommt morgen raus. Denn morgen kommt der neue Esstisch. Ich bin so gerne im Wohnzimmer. Und ich meine, er stört ja nicht. Ich bin auch gerne im Badezimmer. Handbemalte Bodenkacheln. Das sind Kacheln, die sind mehr als 100 Jahre alt. Und er ist ja auch nicht cholerisch oder unberechenbar. Und auch nicht schlampig oder ungepflegt. Und er stellt seine Tasse in die Spülmaschine und das Schlafzimmer ist... Ich bin auch gerne im Schlafzimmer. Ist der einzige Raum. Da habe ich dann, da bin ich schwach geworden. Im Schlafzimmer gibt's Tapete. Wir reden ja noch miteinander. Guten Morgen, willst du Kaffee? Schau mal, da ist Post für dich. Und ich bin mir sicher, wenn ich einen Unfall hätte oder einen Herzinfarkt, dann würde er den Notarzt rufen. Es ist nicht einfach nur Tapete, nein. Es ist Rosentapete. Natürlich abstrahiert, nicht kitschig. Doch, super kitschig, großartig. Himmelbett mit Schleierzeug und Flitterkram und... wir sehen uns ja auch gar nicht so oft. Und wenn wir dann doch mal gleichzeitig zu Hause, in der Wohnung sind, dann haben wir so ein diskretes Rotationsprinzip. Und bin ich vielleicht in der Küche, dann ist er im Badezimmer. Oder wenn er, sagen wir mal, vor dem Kamin sitzt, mit der Katze auf dem Schoß. Und ich aber auch gern vor dem Kamin sein möchte, dann heizt ich eben im Schlafzimmer. Das ist ja eben gerade so toll, dass wir 2 Kamine haben, dass wir es gleichzeitig gemütlich haben können. Das kleine Zimmer haben wir damals freigelassen. Nur ein heller Raum. Wir beide standen in der Mitte, Hand in Hand, verschwitzt und voll Farbe. Er sagte leise, für den Fall, dass etwas gerade überlegt, ob es sich wohl lohnt, ein Mensch zu werden, soll es wissen. Hier gibt es noch 2, die noch ein Zimmer frei haben und so viel Liebe. Es reicht auf jeden Fall für 3. Nicht 2 in dem Raum. Bewegte Stille. Und ein Kuss.
Jetzt steht da sein Bett drin, was auch ganz sinnvoll ist. Wie gut, dass wir das Zimmer übrig hatten. Und morgen kommt der neue Esstisch. Wir sind total gescheitert. Die Wohnung war ein Glücksgriff. Total gescheitert. Ich muss gehen. Noch heute Abend. Jetzt Tasche packen und los. Den Basilikum, den nehme ich aber mit. Ach Quatsch, der ist aus dem Supermarkt. Na und? Das war die erste Pflanze in meinem Kräutergarten und den nehme ich mit. Der Basilikum funktioniert emotional total verlässlich. Und die Kamine auch. Holz reinschmeißen, sich aufs Sofa setzen, das funktioniert. Aber gemeinsam reden funktioniert halt nicht. Gemeinsam kochen auch nicht. Die Nächte, die einst so groß waren, funktionieren auch nicht mehr. Kleinere Nächte auch nicht. Insgesamt Berührung gar nicht. Und nichts, was mit Kichern, Lachen, Albernsein zu tun hat. Aber die Kacheln funktionieren. Die Rosentapete, die Sofaecke, der Terrazzo-Boden. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht zum Weggehen. Insgesamt ist das immer noch ein funktionierendes Zuhause. Die Wohnung ist einfach zu gut geworden. Und morgen kommt der neue Esstisch.